Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Quarantäne. Corona bringt es mit sich, dass sowohl gemeinschaftliche Wohnformen für Menschen im Autismus-Spektrum als auch Privathaushalte in Quarantäne müssen. Ich empfehle Ihnen dringend, proaktiv, also vorausschauend, ein Konzept zu entwickeln für den Fall, dass ein solches Ereignis eintritt. Denn wenn Quarantäne anberaumt wird, dann gibt es ganz schnell so viele Sachen zu bedenken, dass oft dafür die Zeit nicht mehr reicht. Also, ich empfehle dringend den Wohneinrichtungen und auch den Familien, in denen Menschen im Autismus-Spektrum leben, dass man sich schon mal vorher überlegt, sollten wir in Quarantäne müssen? Wie kann der Tagesablauf aussehen für den Menschen im Autismus-Spektrum? Können wir das schon im Vorfeld für die Person visualisieren? Das haben wir dann im Schrank für den Fall, dass wir es brauchen. Was sind die Aktivitäten, die wir unter den Bedingungen noch anbieten können? Woran hat der Mensch im Autismus-Spektrum Spaß? Was macht ihm Freude und was geht unter den Bedingungen? Das kann eine warme Dusche sein oder ein warmes Bad. Das kann auch der Film von einem ICE-Zug sein. Also was geht unter Quarantänebedingungen? Können wir das schon vorher absichern? Also vielleicht können wir schon Filme runterladen oder kaufen über Züge oder die Themen, die für den Menschen im Autismus-Spektrum interessant sind. Oder den Schleudergang der Waschmaschine schon filmen, sodass wir für den Fall, dass die Quarantäne anberaumt wird, entsprechende Dinge vorrätig haben. Was wird möglich sein? Wie können wir bestimmte Regeln visualisieren? Also zum Beispiel, dass die Person jetzt das Haus nicht mehr verlassen darf. Vorhersehbarkeit, Vorhersehbarkeit, Vorhersehbarkeit ist eines der Grundprinzipien in der Arbeit mit Menschen im Autismus-Spektrum. Und wir als Lebensbegleiterinnen und Lebensbegleiter sollten uns im Vorfeld überlegen, wie wird das Leben dann aussehen für die 10 oder 14 Tage? Denn nur wenn wir wissen, was wir tun werden, können wir diese Klarheit auch für einen Menschen im Autismus-Spektrum herstellen, der sie so dringend braucht. Ich weiß, sowohl Wohneinrichtungen als auch Familien sind gerade unglaublich belastet. Und die Idee, jetzt noch was machen zu müssen, kann dazu führen, dass sie denken, das schaffe ich im Leben nicht. Ich glaube nur, wenn die Situation eintritt, wird es noch schwieriger sein und alle werden sehr froh sein, wenn es dann bereits ein Konzept in der Schublade gibt, auf das man zurückgreifen kann. Die Schwierigkeiten, sich an die Quarantänesituation anzupassen, sind natürlich individuell unterschiedlich bei Menschen im Autismus-Spektrum. Denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.